Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Nur noch ein paar Tage in Kapstadt, bevor die Reise beginnt, und es gibt noch so viel zu organisieren. Eine Surfboard-Halterung muss her, das Auto muss noch ein paar Tage bei Alucap sein, wo es seitliche Fensterboxen bekommt, und Ersatzteile für den langen Trip müssen besorgt werden. Außerdem die große und wichtigste Frage, ob ich denn mein Auto überhaupt auf mich angemeldet bekomme. Ich hatte nicht wirklich viel Zeit zu organisieren, da ich erst vor ein paar Tagen zurück nach Kapstadt gekommen bin. Die geführte Tour vom Praktikum aus endete wieder in Kapstadt, doch auch hier gab es noch den ein oder anderen Programmpunkt und natürlich ein würdiges Abschiednehmen von der Truppe in einem wirklich schönen Restaurant mit afrikanischer Live-Musik und Küche. Mutig bestelle ich irgendein Gericht und lasse mich überraschen. Es kommt eine undefinierbare Suppe, die unserer schwäbischen Kuttelsuppe sehr gleicht, also Innereien vom Schwein sauer angemacht. Ein Essen, welches ich mehr als alles hasse. Dazu beißfeste Mopane-Würmer, also eine Raupenart, die hier als Delikatesse gilt, die ich herunterwürge. Über den Rest freut sich der Parkwächter. Die Atmosphäre und Musik hier ist aber trotzdem der Hammer. Und dann ist auch schon der Tag gekommen, an dem meine Eltern da sind. Der Druck steigt, endlich loszukommen, da ich meinen Eltern hier auch was zeigen möchte und ihre 3 Wochen Urlaub nicht mit organisatorischen Dingen in Kapstadt verschwenden möchte. Für meine Eltern hier ist alles sehr befremdlich, da sie nie außerhalb Europas waren. Deshalb zeige ich ihnen alles, was ich seither hier erlebt und als für gut befunden habe. So geht es wiederholt ans wunderschöne Kap der Guten Hoffnung und dem Leuchtturm, welchen ich entdeckt habe. Genießen die verschiedenen Strände rund um Clifton und Camps Bay. Marschieren auf den Lions Head, von dem man eine super Aussicht auf Kapstadt hat. Beobachten die Pinguinkolonie am bekannten Boulders Beach. Haben zusammen einen klassischen Sundowner am Chapman's Peak Drive. Zeige ihnen den Kontrast von Infinity Pools und nebenan selbstgebauten Müllhütten und die Größe der Townships. Und kann es natürlich nicht auslassen, auch noch in die wunderschönen Cederberge mit ihnen zu fahren. Scheiße. Du musst dich einfach mal beruhigen. Du kriegst immer Luft, du bleibst hier nicht stecken. Wie viel Platz hat's denn? Mama, hier hast du wirklich genug Platz. Da hat's Platz, komm. Ja, das geht gut. Aber
Alles gut. Oh, meine Brille! So, wir sind jetzt doch weg von Cape Town gefahren mit meinen Eltern. Waren die ersten 2 Tage in Kapstadt, denen da ein bisschen gezeigt, ein bisschen rumgefahren, habe jetzt mein Auto endlich abgeholt und sind jetzt doch noch in die Zederberge gefahren. Und wir sind jetzt hier gerade an einem wunderschönen Ort, nennt sich Klein Cedarburg. Da stehen ein paar Steincottages mitten in dieser Wüstengegend. Da haben wir jetzt die letzte Nacht gepennt, weil ich kenne hier einen, der hat mich eingeladen. Und ja, es ist wirklich ein ganz spezieller Ort. Man hat hier kein Internet, man hat hier wenig Strom, man zündet abends eine Kerze an. Wir haben dann noch abends gestern gegrillt, haben noch so Vogelexperten kennengelernt, die hier gerade auch Urlaub machen und auf Exkursion sind. Und jetzt heute Morgen waren wir noch ein bisschen rumfahren mit Peter, der hat hier einen geilen Land Rover. Mit so also ein ganz offenes Game Drive Auto. Mit dem sind wir ein bisschen rumgeheizt. Und jetzt schaut euch mal hier an, wie schön mitten am Arsch der Welt. Aber ein geiler Ort zum Abschalten und einfach mal die Seele baumeln lassen. Heute geht es jetzt zurück noch nach Kapstadt und dann beginnt der Trip Richtung Osten, die Garden Route entlang bis nach Johannesburg hoch und dazwischen auch eben Krüger Nationalpark und ein paar andere. Eine Nacht haben wir schon drin gepennt, meine Eltern im Dachzelt oben und ich habe mich ins Auto reingelegt. Das war nicht die geilste Nacht, deswegen bin ich gerade ein bisschen fertig. So, das Auto kriegt jetzt noch hinten die 2 Seitenfenster weg, also die und auf der anderen Seite. Und da baut dann Alucab noch 2 Kisten rein, die dann rausgehen aus dem Auto und ein bisschen reingehen ins Auto rein. Und die kann man dann einfach noch für Staufläche benutzen. Auf der einen Seite ist dann Küchenbox und auf der anderen Seite ist eben dann das ganze Werkzeug drin, um dann das Auto abzuschleppen und Kompressor und die ganzen anderen Sachen, dass man eben den Stauraum auch noch sinnvoll nutzen kann. Zurück in Kapstadt habe ich fast gar nicht mehr gefilmt, da ich einfach noch super viel zu erledigen hatte. Nach fast 2 Monaten hin und her und einem bitteren Kampf kann ich es nicht fassen, dass es 2 Tage vor geplanter Abfahrt doch noch mit der Anmeldung geklappt hat und die Papiere endlich vor mir liegen. Ich bin mehr als happy. Jetzt kann es wirklich losgehen. So, der letzte Tag hier in Kapstadt ist angebrochen. Hier in dem Haus sieht es richtig katastrophal aus. Die letzten Arbeiten beginnen. Hier das Auto ist jetzt noch bei Alucab. Das bekommt jetzt noch die Seitenboxen rein. Ich darf es heute Abend um 4 abholen. Dann gucken wir, vielleicht schaffen wir es heute noch loszufahren hier von Kapstadt. Schaut es euch an, was hier abgeht. Ich hoffe, wir kriegen alles ins Auto rein. Richtige Messis. Was ist das? Ist auf jeden Fall ein ziemlich krasses Gefühl, jetzt hier nach 3 Monaten die Ära zu beenden und endlich auf meinen Trip zu starten. Aber ich bin richtig hyped. Ich habe richtig Bock auf die Garden Route. Und Vater, was sagst du dazu? Ja, endlich kann es losgehen. Klingt ein bisschen gestresst. Jetzt ist der Moment gekommen. Es heißt Abschied nehmen. Abschied von Kapstadt, von meinem schönen Haus am Meer, von täglichen Surf-Sessions, von Stefan und seiner Familie, von mir dort liebgewonnenen Freunden, vom alltäglichen Leben und schon bald von der Sicherheit durch Menschen um mich herum. Die Vorstellung, in den nächsten Monaten alleine durch 23 Länder zu fahren, 18 davon in Afrika, ist schon etwas beunruhigend. Ich bin schon viel gereist und meine optimistische, oft auch naive Art hat mich immer wieder weiterkommen lassen. Aber Afrika ist halt Afrika und so ganz kalt lassen mich die Geschichten und Befürchtungen von Freunden und Familie auch nicht. Und wenn es hier eins gibt, was man bei einer Reise wie dieser nicht hat, dann ist es Planungssicherheit. Wie gut ich mich vorbereitet fühle? Eher mäßig und ich weiß ehrlich gesagt gerade noch nicht einmal, ob ich rechts oder links herumfahre. Egal, wird schon irgendwie werden. Aufgeregt und traurig fahren wir noch mit einem viel zu überladenen Fahrzeug am selben Abend hinaus aus Kapstadt. So, wir sind jetzt bei Betty's Bay. Da war ich schon mal mit dem Gleitschirm fliegen. Ziemlich geile Gegend. Und wir sind jetzt wirklich aus Cape Town rausgekommen gestern. Das hat alles noch geklappt. Die letzten 3 Tage haben wir rotiert im Kreis. Ey. Noch so viel zu erledigen gehabt. Zu dem Ort gefahren, zu dem anderen Ort gefahren. Und dann sind wir echt noch losgefahren. Raus aus Kapstadt. 3 Monate sind vorbei in Kapstadt. Die erste Nacht erfolgreich gepennt hier. Mitten im Nirgendwo. Da haben wir gepennt hinter den Dünen. Ich nebendran im Zelt, meine Eltern im Dachzelt. Ich habe jetzt mal, wo ich die Markise und das ganze Setup schon 1,5 Monate an dem Auto dran habe,
habe ich heute zum ersten Mal die Markise geöffnet, weil ich die letzten 1,5 Monate nonstop busy war. Die ganze Zeit was machen musste. Verzieht euch das rein. Wow. Zuerst geht es in das wunderschöne Küstenstädtchen Hermanus, welches nicht weit weg von unserem Schlafplatz entfernt ist. Dort kann man zwischen Juli bis November direkt vor der Küste aus gigantische Südkaper und manchmal sogar Orcas und Buckelwale beobachten, die aus den kälteren Gewässern der Antarktis kommen, um hier ihren Nachwuchs zu bekommen und sich zu paaren. Und wir haben Glück, wir dürfen erleben, wie diese majestätischen und mächtigen Tiere direkt an der Küste schwimmen und mit ihren 40 bis 80 Tonnen Gewicht sogar mehrmals aus dem Wasser hinausspringen. Nächster Stopp entlang der Garden Route, der diesmal wirklich südlichste Punkt Afrikas. So, wir sind jetzt am Kap Al-Gulas angekommen. Oder so ähnlich, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, am geografisch südlichsten Punkt von Afrika und damit der Beginn meiner Reise von Cape nach Germany. Vielleicht auch Cape to Cape, habe ich jetzt gerade beim Fahren mit meinen Eltern noch geredet. Vielleicht fahre ich dann noch einfach nach Norwegen ans Nordkap hoch. Wenn ich es bis Deutschland schaffe, ist ja dann nicht mehr weit. Wir stehen jetzt hier wirklich an so einer Landkarte dran. Kann ich euch mal zeigen, wo ich ungefähr entlang fahre. Es ist ja noch nicht alles fix. Da ist Kapstadt mit dem Tafelberg hier. Jetzt sind wir hier rüber gefahren, jetzt sind wir da unten. Dann fahren wir jetzt hier in die Garden Route entlang. Und dann hier weiter, da kommen dann die Drakensberge. Ich darf nur leider nicht rein. Da ist ja Lesotho in der Mitte. Und ich darf jetzt nicht mehr in ein Land rein und dann wieder nach Südafrika raus, weil ich ja gebannt werde wahrscheinlich. Fahren wir hier weiter, dann jobbe ich hier oben irgendwo nach dem Krügerpark meine Eltern in Johannesburg und dann fahre ich an die andere Küste rüber nach Namibia und dann geht es an der Küste entlang bis Marokko und dann rüber nach Europa. Yes. Erst war der Plan, die Ostküste bis Kenia hochzufahren, um danach das Land durch Uganda und die Demokratische Republik Kongo auf die andere Seite zu traversieren. So hätte man die vielfältige Kultur und wunderschönen Nationalparks auf der Ostseite mitnehmen können, ohne den Ärger mit Sudan, Äthiopien, Ägypten zu haben. Danach ist es nämlich mit einem Rechtslenker relativ schwierig, weiter bis in die Türkei zu fahren. Die Alternative, mein Auto von Ägypten aus über das Mittelmeer zu verschiffen, gibt es zwar, kostet aber wieder super viel Geld, was ich nicht mehr zur Verfügung habe. Und da Äthiopien durch veränderte und extrem kostspielige Autoimportbestimmungen aktuell nicht wirklich befahrbar ist und es so gut wie gar keine Erfahrungsberichte von einer Ost-West-Durchquerung gibt, habe ich mich doch für die Westküste von Beginn an entschieden. Die wenigen Menschen, welche das Abenteuer der Durchquerung gewagt haben, konnten ihr Auto hinterher verschrotten.
da die Straßen einfach zu krass waren und es aktuell auch nicht gerade ungefährlich ist, da dort relativ viele Rebellengruppen unterwegs sind. Ein weiterer Grund der direkten Westbefahrung war die Begegnung mit diesem krassen Weltreisenden, der seit 7 Jahren mit dem Rad um die ganze Welt gefahren ist und in Äthiopien mit Steinen beworfen und fast zu Tode geprügelt wurde. Seiner Meinung nach war die Reise durch den afrikanischen Kontinent mit Abstand die härteste und nervenaufreibendste. Alles klar, das macht auf jeden Fall Mut. So, wir sind jetzt an unserem heutigen Schlafplatz angekommen. Ey, es ist so geil. Man kann hier einfach so mitten auf den Strand fahren, es juckt halt keinen Menschen. Und wir pennen halt direkt hier. Richtig, richtig nice. Machen jetzt heute noch ein Feuer, werden schön grillen und genießen dann einfach noch den Sonnenuntergang. Einfach mal einen Abend ohne viel Stress, ohne viel machen. Das ist der erste Tag, wo ich seit, glaube einer Woche einfach mal früh abends an einem Spot ankomme, wo man einfach entspannen kann. Ich lege mich jetzt mal noch ins Dachzelt rein und genieße einfach ein bisschen die Ruhe, während meine Eltern hier Essen machen, oder? Yes. Geil. Ah, herrlich. Eins vorweg, die kommenden 3 Wochen entlang der Garden Route gibt es leider weniger zu sehen, als ich geplant hatte, da ich neben dem Autofahren, Tourguide sein, Planen und Organisieren einfach nicht die Kapazität hatte und ich dazu meine Drohne gegen einen Baum flog, wodurch das Gimbal beschädigt wurde. Wir sind jetzt hier im Dahurb Nature Reserve. Richtig geil, richtig schön hier und die ganze Küste entlang sieht man überall Wale, die hier alle herkommen und sich paaren und Kinder gebären und ey, ist ziemlich krass hier der Ort. Fast keine Menschen hier und ey, komm nicht klar gerade, komm nicht klar, ich schieße gerade so viele Bilder. Es wird Zeit, dass wir ein paar Kilometer machen. Es geht immer weiter entlang der Garden Route mit einem Zwischenstopp in Wilderness und weiter vorbei an Port Elizabeth bis zum Addo Elephant National Park. Nichts anmachen. Der Lang 3. Nein. Oh, das ist wieder. Der Lang 3. Rolf, mach den Nein, nichts machen, nichts machen.
gibt. Alter Schwede. Jetzt kommt der Kleine. Der Große wieder zurückkommt. Ja, der ist schon weg. Da, der Große ist hinter. Dann geht es zügig weiter vorbei an East London mit dem Ziel der Wild Coast. Die Wild Coast ist bekannt für seine langen und unberührten Strände, guten Surfspots und einem sehr authentischen Südafrika. Eine Empfehlung von Stefan. Doch bevor wir dort ankommen, kommen wir noch an 2 Unfällen vorbei, an denen ich selbst sehe, wie gerade ein abgefahrenes Bein hochgehoben wird. Es ist ziemlich krass und verstörend. Es gibt hier eben nirgendwo einen Gehweg und die ganzen Menschen laufen deshalb einfach auf der Straße. Dazu bei Nebel, Regen, Dunkelheit und Wochenende, an denen Betrunkene überall herumlaufen, eine echt ungeile und super gefährliche Mischung. Dazu überall super viele Schlaglöcher, denen man die ganze Zeit auszuweichen versucht. Eine wirklich zermürbende Autofahrt, nach der ich mir schwöre, so schnell nicht mehr nachts zu fahren. Wow. Alter, shit. Aber Mensch. Ja, das ist unserem Auto egal. Okay. Junge, schon weg. Sonst gibt's Kalbsschnitzel. Sehr spät kommen wir ziemlich erschöpft endlich bei einem Hostel in der Coffee Bay an. So, wir sind jetzt an der Wild Coast bei dem Ndumbi Beach Resort und haben jetzt hier die letzten 2 Nächte gepennt. Ich muss sagen, ich bin immer noch ziemlich im Eimer. Das war jetzt mal ganz geil. Wir hatten hier so eine Hütte, beziehungsweise eine Hütte drüber und ein Zelt mit einem richtig geilen Bett. Meine Eltern haben im Dachzelt gepennt. Das hat also die letzten 2 Tage nonstop durchgepisst. Und jetzt frühstücken wir noch hier, haben schon ausgecheckt, haben bezahlt. Jetzt geht es weiter Richtung Drakensberg ins Inland. Die 2 Tage Erholung taten auf jeden Fall gut, doch noch bevor es wieder auf Safari im Krügerpark geht, gibt es ein Meetup mit meinem Cousin und Freunden, die die Strecke gerade von Johannesburg entgegengesetzt fahren. Außerdem ist mein Vater in der Nacht richtig dumm ausgerutscht und hat sein Knie böse verdreht, sodass wir uns nochmal eine Nacht in einem Airbnb gönnen, bevor es weitergeht. Und dann mit 2 weiteren Nächten, Campen neben der Straße und einigen Fahrtkilometern kommen wir endlich am Krüger Nationalpark an. Endlich wieder wilde Tiere sehen im größten, bekanntesten und ältesten Nationalpark Südafrikas. Der Park ist mit 19.485 Quadratkilometern in etwa so groß wie ganz Slowenien, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir wollen hier eigentlich nur weiterfahren und haben nicht mehr so lange Zeit, um ins Camp zu kommen. Der fette Elefant versperrt uns hier den Weg und guckt uns die ganze Zeit ziemlich aggressiv an. Die Situation ist sehr angespannt hier. Jetzt steht er da, als würde er sagen, jetzt dürfen wir fahren. Oder? Nein. Der schmeißt uns ins Wasser rein. Komm, der ist so alt, der kann doch nichts mehr, oder?
jetzt kommt der Bulle her. Aber der ist jetzt reingelaufen. Wenn er bleibt. Der kommt echt her. Der kommt rein. Der kann jetzt Auto um. Schnell weg. Und dann ist auch schon der Tag gekommen, an dem ich meine Eltern am Flughafen in Johannesburg absetze und wir uns verabschieden. Was meinen Eltern alles andere als leicht fällt und auch ich muss zugeben, dass die wegfallende Sicherheit und die bevorstehende Reise voller Ungewissheit mir plötzlich schmerzlich bewusst wird. Schaffst es. Ja. Bis nach Deutschland mit deinem Auto. Gesund und heil zurück. Und wenn es anders ist. Ja. Aber du stehst davor. Ja, okay? Auf jeden Fall. Leute, ihr könnt beruhigt sein. Okay? Crazy, ich fahre wirklich allein durch Afrika. Irgendwie schon komplett bescheuert, aber ich habe auch richtig Bock. Jetzt gibt's sowieso kein Zurück mehr. Das Abenteuer kann beginnen. Let the adventure begin.